Willkommen bei Anderswohin. Mein Name ist Uli. Heute geht es um den Freizeitpark Efteling. In Deutschland ist der Park in der Nähe von Eindhoven weniger bekannt. Er ist aber von der Besuchermenge her nach Disneyland Paris und dem Europapark der drittgrößte Freizeitpark in Europa. 2018 kamen 5,4 Millionen. Efteling ist auf einer Fläche von 72 Hektar gebaut. Den Park gibt es schon seit 1952. Begonnen wurde hier mit einem Märchenwald. Und der ist bis heute der schönste, den ich in einem Freizeitpark gesehen habe. Efteling liegt etwa 100 Kilometer von der deutsch-niederländischen Grenze entfernt. Von Eindhoven aus sind es 35 Kilometer bis Tilburg und dort liegt beim Ort Kaatsheuvel der Park. In diesem Video geht es um den Märchenwald von Efteling, insbesondere um seine Entstehung. Denn die Gründer von Efteling waren zwei Pasteure, ein Bürgermeister und seine Frau, ein Filmregisseur und ein Zeichner. Nicht nur der Märchenwald, sogar der ganze Park sieht bis heute aus, wie der erste Designer des Parks es 1952 vorgegeben hat. Auch neue Attraktionen werden noch nach seinen Vorgaben gebaut. Und das dürfte eines der Geheimnisse sein, warum Efteling so beliebt ist. Wo sich heute Efteling befindet, da stand früher ein Bauernhof. Dieser Bauernhof hieß Der Ersteling. Gemeint war wohl das erstgeborene Kind der damaligen Bewohner. Angeblich wurde im Volksmund dann aus Der Ersteling Efteling. Eigentlich hat alles 1933 begonnen. Kaplan Rietta und Pastor Franz de Klien haben den Plan, auf dem Land der Kirche südlich von Kaatsheuvel einen Sport- und Wanderpark anzulegen. Neben einem Fußballplatz entsteht ein Spielplatz mit Karussell, Rutsche, Seilbahn und einer Ponybahn. 1950 gründet Bürgermeister Reinier van der Heyden die Stiftung Naturpark Efteling. Er wird Stiftungsvorsitzender. Auf dem Gebiet entstehen ein Teich, Wanderwege, Parkplätze, Sportfelder, ein Teehaus und neue Spielgeräte gibt's auch. Als man überlegte, wie die Attraktivität des Naturparks gesteigert werden könnte, hatte die Frau des Bürgermeisters Idee. Ein Märchenwald muss her. Und jetzt kommt ein Filmemacher ins Spiel, Peter Reynders, der Bruder der Bürgermeistersfrau. Reynders, 1900 geboren, hatte in Eindhoven eine Foto- und Filmfirma und er arbeitete für die Firma Philips. Für die fotografierte er und drehte Unternehmensfilme. Und für die Filme machte er kleine Erfindungen, arbeitete mit Filmtricks. So hat er zum Beispiel als Filmdeko eine Blume erfunden, deren Blüte auf und zu geht. Hier auf dem Plan sieht man jetzt das Unternehmen Philips in Eindhoven, das liegt nicht weit vom zukünftigen Efteling entfernt. 1951 feierte Philips sein 60-jähriges Firmenjubiläum. Dazu ließ man im Stadtpark von Eindhoven einen Märchengarten installieren. In den Dekorationen spielten Darsteller etwa 20 Märchen. Peter Reynders war beim Bau des Märchengartens involviert. Er wollte den Märchengarten zu einer Dauereinrichtung dort machen, das klappte aber nicht. Also kam die Idee seiner Schwester gerade recht. Reynders bekam den Auftrag, den Märchenwald in Efteling zu bauen. Reynders war Erfinder, kein Designer. Darum suchte er für diese Aufgabe einen geeigneten Mann und fand ihn in Anton Pieck. 1895 in Den Helder geboren, ist der Zeichenlehrer, Maler, Zeichner und Grafiker in den Niederlanden bis heute sehr bekannt. Er hat tausende Bilder gezeichnet. In den Niederlanden stammen bis heute fast alle Weihnachtskartenmotive von Anton Pieck. Er machte außerdem Illustrationen, Kalenderbilder, Geburts- und Neujahrskarten, Ölgemälde, Reisezeichnungen, Lithografien, Radierungen. Anton Pieck ist besonders bekannt für seine gemalten Winterszenen. Es gibt bei ihm immer so schneeballwerfende Kinder, es gibt Schneemänner, Eisläufer und das alles in einer typisch niederländischen Landschaft. Es gibt viele Stadtszenen, Wochenmärkte. In der Biografie über ihn habe ich gelesen, er war ein romantischer Einzelgänger. Er legte einen Schleier über die Realität, zeichnete eine idealisierte Vergangenheit. Er war aber auch zu Hause in der Welt der Legenden und Märchen. Ja, die Vergangenheit, jetzt besonders das 19. Jahrhundert, das hat es Anton Pieck angetan. Er hat sich nie mit der realen Welt beschäftigt, er lebte immer in seiner imaginären Vergangenheit. Er hat sich dann auch Inspirationen aus dem Orient geholt, er war also in Marokko und danach hat er die Illustrationen zu Büchern wie 1001 Nacht gemacht. Er hat dann auch die Buchillustrationen zu Niels Holgerssons Wundervolle Reise und zu Charles Dickens Weihnachtsgeschichte, und zwar für die niederländische und die englische Ausgabe gemacht. 1940 illustrierte er Grimms Märchen, und zwar alle 210 Märchen. Das Buch war dann die Grundlage für die Entwürfe in Efteling. Viele der Märchenszenen ähneln den Bildern in dem Grimm-Buch. 1500 Skizzen und Zeichnungen hat Pieck für den Märchenwald gemacht. Reynders hat dann die ersten Szenen umgesetzt. Am 31. Mai 1952 wurde der Märchenwald eröffnet, und zwar mit 10 Märchen.
Und das Ganze waren keine Pappgebäude, sondern man baute mit echten Steinen, Holz und anderen Materialien. Wir schauen uns jetzt mal den Plan des Naturparks Efteling 1952 an. Oben ist Eingang eingezeichnet, das ist zwischen Traumflug und der Villa Volta. Davor, wo heute der Platz ist vor dem Traumflug, da waren Fußballplätze und wo das Volk von Love ist, da waren damals Spielplätze. Da, wo das Café eingezeichnet ist, da ist auch heute noch ein Restaurant an dem See. Das Schwimmbad, das ist da, wo heute Baron 1898 steht. Und darunter, wo die Seen sind von der Fata Morgana, da war damals ein Rudersee. Der Märchenwald, der ist noch genau da, wo er 1952 auch war. Nur damals waren es 10 Märchen, heute sind es 30. Der Eingang zum Märchenwald muss sich 1952 genau da befunden haben, wo er sich auch heute befindet. Das hier ist ein alter Parkplan, der hängt im Efteling-Museum. Damals wie heute, das erste Märchen, dem man begegnet, ist Dornröschen. Gebaut wurde das Schloss nach einem Entwurf von Anton Pieck. 1952 war es die Hauptattraktion. Es gab nur die Burg, die Innenräume, die folgten erst 1953. So hat Anton Pieck das Ganze entworfen. Damals hatte man sogar noch den Plan, es stand gar nicht fest, dass es ein Dornröschenschloss wird. Man wollte eine Hexe zwischen den Türmen hin und her fliegen lassen. Wunderschön beleuchtet sieht dieser Park bei Dunkelheit aus, das kann ich nur jedem mal empfehlen. 1953 hat Anton Pieck dann die Küche mit dem schlafenden Koch und seinem Assistenten entworfen, die Wache und Dornröschens Schlafzimmer. Das aktuelle Schloss, die Szenen hier, stammen aus dem Jahr 1981, denn damals hat man das Schloss von 1952 komplett abgerissen und genauso wieder aufgebaut, wie es aber ausgesehen hatte. Da fingen einige Sachen an, eben kaputt zu gehen. Neu aufgebaut hat das Ganze Piecks Nachfolger Ton van der Veen, zu dem erzähle ich euch später noch etwas. Der hat unter anderem hier auch Animatronics eingebaut. Bei der ersten Version, da hatte Peter Reinders großen Anteil an dem Erfolg des Dornröschen-Schlosses, denn er fand eine geniale Technik, damit Dornröschen atmen konnte. Dornröschen liegt ja auf dem Bett und man sieht, wie die Brust sich hebt und senkt. Das hat er dadurch geschafft, dass er dort Fußbälle eingebaut hat und über eine Pumpe wurde dort Luft reingepumpt und wieder abgepumpt. Und das sah dann so aus, als ob das Mädchen atmen würde. Jeweils links oben, da seht ihr die Entwürfe von Pieck. Wir gehen jetzt den kleinen Hügel vom Dornröschen-Schloss wieder runter und kommen zum zweiten Märchen. Wir kommen jetzt zum Gnomendorf oder auch besser Zwergendorf. Dieses zweite Märchen basiert nicht auf einer bestehenden Geschichte, sondern es zeigt das Leben der Gnomen. Das Wort Gnom kommt aus dem Mittelholländischen und bedeutet etwa Hausgeist. 1952, da gab es nur diese 3 Pilze hier zum Durchgehen, da gab es noch keine Kobolde hier. Deswegen hieß das Ganze auch Pilzdorf. Die verschiedenen Gnomenhäuser, die es heute gibt, die wurden jetzt im Laufe der Jahre gebaut, und zwar zwischen 1952 und 1980. Das erste Haus mit Bewohnern, das wurde 1972 erst eröffnet. Das wurde zwar noch von Anton Pieck entworfen, aber von seinem Nachfolger Ton van Veen durchgeführt. 2018 wurde das Zwergendorf dann umfassend renoviert. Im Efteling-Museum, da kann man sehr schön die Entwürfe von Anton Pieck dafür sehen. Und auch hier ist es wieder diese absolute Detailverliebtheit, die dieses kleine Dorf so schön macht. Und auch hier gilt, seine wahre Romantik, das Märchenhafte, entfaltet auch diese Darstellung erst, wenn es dunkel ist und man sich das Ganze bei Licht anschaut. Das nächste Märchen, zu dem man 1952 kam, Langnek, oder wie die Niederländer sagen, der lange Jan. Das ist die wohl bekannteste Figur aus dem Märchen Die 6 Diener. Das hier ist die Zeichnung, die Pieck in seinem Grimm-Buch machte. Der Langnek, der hat einen Hals, der ist 4,80 Meter lang, wenn er ganz ausgefahren ist. Er wurde im Aussehen mehrmals verändert, in den 70er Jahren und dann nochmal 2013. Wir kommen zum sprechenden Papagei aus dem Märchen Die ungezogene Prinzessin. Reinders hat hierfür ein Tonband erfunden, das 6 Sekunden lang aufzeichnet, was die Kinder sagen und das dann in 5 Sekunden wiedergibt, wodurch der Papageieneffekt erzeugt wird. Heute arbeitet das Märchen mit digitalen Geräten. Das ist die chinesische Nachtigall. 1952 gab es eine erste ganz einfache Version. Da saß eine Nachtigall auf einem Ast
und hat alle 5 Minuten gesungen und dazu haben sich die Kelche der Blumen geöffnet. Das war übrigens eine Erfindung von Peter Reinders. 1979 wurde das Ganze ersetzt. 1999 befindet sich dieses Märchen hier im Kaiserpalast mit Palastgarten. Schauen wir uns mal ein paar Bilder von diesem großartigen Design hier im Park an. Das unterscheidet Efteling nämlich tatsächlich von den anderen Märchenparks. Keine Mauer, kein Dach, kein Turm sind hier gerade, alles wirkt verzaubert und märchenhaft. Das ist der romantische Stil von Anton Pieck. Pieck hat ja eigene Farben erfunden. Pieck Rot, Pieck Grün, Pieck Ocker. Damit wurde ja alles gestrichen. Farben, die schon beim Auftragen eine Patina besitzen. Und Pieck hat auch eine eigene Schrift, eigene Buchstabentype erfunden. Das ist die sogenannte Pieck-Schrift. Die findet man überall hier in Efteling. Frau Holle. Heute begegnen wir der Frau Holle, die die Kissen ausschüttelt, ja an dem Haus. 1952 gab es die Geschichte nur in dem Brunnen neben dem Haus. Das Märchen wurde am Boden des Brunnens anhand von Dias, 9 Bilder gab es insgesamt, von Anton Pieck dargestellt. Das Haus selber, wo seit 2006 Frau Holle drin ist, das stammt aus der Zeit vor Eröffnung von Efteling. Es wurde 2019 dann abgerissen und komplett aufgebaut. Anton Pieck hat dem Haus 1952 ein neues Erscheinungsbild gegeben, damit es in den Märchenwald reinpasste. Wände wurden verputzt, neue Fensterrahmen, neue Türen und es gab ein Strohdach. Genutzt wurde es in den ersten Jahren als Souvenirladen, 1962 bis 2017 dann als Efteling-Museum. Kleine Botschaft heißt dieser Zwerg, der auf dem Podest sitzt seit 1952 und mit dem Daumen auf die Toilette zeigt. Es ist einfach nur ein verspielter Wegweiser. Und auch er hat im Laufe der Jahre ab und zu sein Aussehen geändert. Damit sind wir jetzt am Heroldsplatz angekommen. Den gab es auch schon 1952. Heute gibt es hier jede Menge Märchen. Tischlein Decktisch, Aschenputtel, der Froschkönig, die magische Uhr und Schneewittchen. Ohne eigenes Märchen steht hier der Goldesel und so hat er in der Vorstellung von Pieck ausgesehen. Schneewittchens Höhle wurde 1952 schon gebaut. Eine Höhle mit einem Ziegelsteinturm. Die Höhle war anders als die aktuelle, es ging ein paar Stufen bergab. 1975 wurde die Geschichte in der Höhle schon leicht verändert. 1998 riss man einen Unterstand ab, der neben der Höhle war, und an dessen Stelle baute man das Schloss der Königin. Das Highlight in dem Schloss der bösen Königin, das ist der Zauberspiegel, wo sich die Stiefmutter drin zur Hexe verwandelt. Das Vorbild für diese ganze Spiegelszene, das kommt wiederum von Anton Pieck, das hat er nämlich in seinem Grimms Märchenbuch drin gehabt. 2018 ist das Märchen hier grundlegend saniert worden. Und jetzt schauen wir mal in die heutige Höhle rein. 1952 sah die Szene so ähnlich aus. Die Zwerge waren halt statisch, das waren Steinfiguren, die sich nicht bewegten. Das ist jetzt ein Bild vom Schneewittchen aus den 50er Jahren und das die Zeichnung von Anton Pieck. Jetzt ein Blick auf den Heroldsplatz, vielleicht den schönsten Platz hier im Park. Ihn gibt es schon seit 1952. Früher gab es hier Tauben, und zwar bunte, die waren gefärbt und es gab Taubenfutter zu kaufen. Ein Märchen hier ist der Froschkönig, ein Brunnen mit 4 Fröschen, die eine goldene Kugel mit Wasserstrahlen in Balance halten. Anton Pieck hat diesen Froschbrunnen entworfen. Peter Reinders hat das System der Wasserstrahlen, um den Ball hochzuhalten, erfunden. Der Brunnen hat im Laufe der Jahre auch öfter sein Aussehen geändert. Zum Beispiel waren die Frösche früher viel kleiner. Glockenturm, Mauer und Herolde, das ist das Märchen Die magische Uhr. Das wurde vollständig nach dem Entwurf von Anton Pieck erbaut, wobei die Herolde sich auch wiederum im Laufe der Jahre verändert haben. Das Märchen wird übrigens von Peter Reinders gelesen. In den folgenden Jahren ziehen immer neue Märchenwaldbewohner hier ein. Reinders übernimmt den technischen Teil, Pieck macht das Design. 1500 Zeichnungen hat Pieck inzwischen da liegen. Viele Dinge wurden nie ausgeführt, einige erst viel später. Interessant ist übrigens noch, Pieck und auch Reinders waren nie bei Efteling beschäftigt. Beide galten als externe Berater.
Während 1955 Hänsel und Gretel einzogen, kam 1958 der fliegende Ferkel dazu. Ein Märchen, das aufgrund seiner technischen und gestalterischen Umsetzung absolut eine Sensation damals war. Mehr und mehr übernahm nun Ton van de Veen das Design. Seit 1965 war er der Assistent und Schüler von Pieck. Als sich Anton Pieck 1974 aus dem Park zurückzog, wurde Ton van de Veen der Kreativdirektor von Efteling. Seine Highlights, die er baute, sind das Spukschloss, Fata Morgana, der Traumflug und die Villa Volta. Von 1967 bis 1970 arbeitete er übrigens für die Firma Haymo in Deutschland. Haymo, die heißen heute Haymotion und die stellen Animatronics her, Dark Rides und Walkthroughs. Anfang 2003 verabschiedete sich Van der Veen vom Park. Nach 1976 gibt es noch einige Projekte, die sich nach den Ideen von Pieck richten, zum Beispiel das Spukschloss, die Gnomendörfer und auch Fata Morgana. Auch nach seinem Tod 1987 werden seine Entwürfe verwendet, um Attraktionen zu schaffen. Teile von Piecks Zeichnungen sind zum Beispiel im Traumflug, bei Frau Holle und bei Aschenputtel zu finden. Und dennoch unterscheidet sich Efteling von Piecks Idee. Der damalige Vorstandsvorsitzende von Efteling sagte dazu: Efteling war zunächst eine Art Schaufenster, an dem man alleine vorbeigehen konnte. Du selber konntest nichts machen. Deshalb musste es Attraktionen geben, in die man hineinkommt und alles komplett erlebt. Einerseits wollten wir eine romantische Perfektion von Anton Pieck und andererseits wollen wir aufregende Attraktionen. Wenn man entlang der 30 Märchen hier in Efteling läuft, spürt man überall das Herz, die Idee von Anton Pieck. Bis ins kleinste Detail hinein findet man oft Sachen, die von Zeichnungen übernommen wurden. Und das sind romantische Ideen, es ist die Welt von Anton Pieck, durch die wir hier schreiten. Ich glaube auch nicht, dass dieser Märchenwald hier in Efteling nur etwas für Kinder ist. Ich glaube, Erwachsene können hier genauso Spaß haben. Ich habe es jedenfalls. Man kann hier durch den Wald gehen, man geht an den Märchen vorbei, man fühlt sich an die eigene Kindheit erinnert und Anton Pieck hat ja diese romantischen Designs angebracht. Man fühlt sich wirklich in einer anderen Welt, in einer romantischen, in einer märchenhaften Welt. Und das macht für mich Efteling aus. Mit dieser Säule und Tafel ehrt man hier im Märchenwald übrigens Anton Pieck. Und es gibt noch eine Ehrung. Dieser Ort hier trägt seinen Namen, der Anton-Pieck-Platz. Das ist ein traditionell holländischer Dorfplatz. Man findet ihn hier ungefähr am Traumflug, neben dem Märchenwald. Das Anton-Pieck-Karussell ist ein 1900 gebautes Karussell, das seit 1955 im Park steht. Anton Pieck selber hat es gekauft und deswegen trägt es auch seinen Namen. So, das war's dann aus dem Märchenwald in Efteling und von der Geschichte von Anton Pieck. In diesem Sinne, tot ziens, tschüss.